Er war ein Lausbub, durch und durch ein schlimmes Kind. Wie oft hat er denn Nein gesagt? Wie oft hat er Ja gesagt und am nächsten Morgen wieder angerufen, nein, ich möchte doch nicht. So wie ihm was nicht gepasst hat, hat er gesehen, da kann ich mich nicht ganz durchsetzen, war er weg vom Fenster. Kurze Notiz, ich bin ins Blaue gefahren und weg war er. Ich weiß nicht, warum er seinen Beruf derartig geschwänzt hat. Dabei war Carlos Kleiber sicher ein absoluter Diktator, aber ein sehr, sehr kollegialer und menschlicher. Ich würde sagen, kein Dirigent auf der Welt hat diese hohen Ansprüche. Ich träume ja von ihm und träume gerne von ihm. His endless arms, you know. Und wie schön er ist wie ein junger Gott. Schauen Sie dieses Gesicht an, welche Energie davon ausgeht. Wenn Kunst die Nabelschnur zum Göttlichen ist, der hängt an dieser Schnur. Nur wenn man dieses Gesicht sieht. Wenn er das Strahlen gekriegt hat, wenn dann das, was er gerade gesagt hat, auch wirklich so toll kam. Und ja, dann hast du richtig gesehen, wie er sich gefreut hat und wie er eigentlich diese Musik mitgeatmet hat, mitgefühlt hat, mitgelebt hat. It was that kind of magnetism that he has, that the public, they were not happy enough sometimes to hear what he was doing with the orchestra, but also they want to see him. They want to see him, the expression, the physical activity, the unbelievable aesthetics. Das ist auch hochästhetisch übrigens. Nicht? Also nicht nur zweckdienlich, sondern ich finde diese ganze Bewegung von ihm, das ist pure Musik. Er war ein Ausdruckskünstler, ein Ausdrucksfanatiker, ein Expressionist. Genial wie Carlos, dass da etwas zündet, was man nicht recht versteht, woher das kommt. Das ist einmalig. Es ist eine Sache. Schau, es ist eine Geste. Einen Moment. Da, ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Und dann laufen lassen. Aber nicht ja, da, 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 da. Ba, ja, da, 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 da. Ja, es ist nicht nur die Energie, die der vermittelt, sondern auch, wenn ihm wichtig ist, dass das eben mal steht, im Moment zur Ruhe kommt und dann mit explosionsartiger Kraft eben weitergeht. Und ich finde es immer herrlich, wenn er so mit der rechten Hand nur so haut, was da rüberkommt. Nicht? Ich komme jetzt wieder in meine schlechte Gewohnheit zu unterbrechen. Wollte ich heute vermeiden. Aber ich sag's trotzdem noch. Sie machen Team, bom, bom, bi, bom, bom, bi. D, dann, D, dann, D. Immer die lange Note muss man gewinnen. Für die muss man kämpfen. Nicht? Die lange Note muss man gewinnen, darum muss man kämpfen. Das sind eben solche Sätze, die auch völlig einmalig sind. Also auch solche Gedanken, dass man um eine lange Note kämpfen muss, das habe ich noch nie gehört. Jetzt bin ich noch eins höher. Nicht? Erstürmen, erringen, nicht wahr? Nichts fallen lassen, nicht Noten, Fleisch. Wenn er gearbeitet hat, es war immer wie eine Geburt. Er hat Gewicht verloren. Dieser 1000-prozentige Dauereinsatz, der natürlich sehr anstrengend ist, wenn man ihn selber leistet.
Und nur dann kann man ihn ja auch von anderen fordern. Also diese Höchstspannung, man kann ja gar nicht von Hochspannung reden, diese Höchstspannung, die der den Menschen vermittelte, sowohl den Hörenden als auch den Aktiven, die hat seinen Preis. Also das ist für mich gar nicht anders machbar oder nur dadurch machbar, wenn man dauernd auf diesen schmalen Grat wandert. Und er war sicherlich ein Wanderer, ein großer Wanderer. Er hat auch mit einer solchen Freude dirigiert, dass man nicht versteht, wieso er mit dieser selben Freude alles hingeschmissen hat. Er ist oft gefragt worden, von Wiener Philharmonikern auch. Hat zugesagt, am nächsten Tag ist er dann doch mit seinem Auto wieder nach Jugoslawien gefahren. Da wurde auch immer erzählt, da sitzt er nur auf dem Balkon und starrt auf den Rübenacker und trinkt einen Wodka oder sowas. Oder einen Slivovitz oder was es da gibt. Ich glaube, dass für ihn letzten Endes dieser Weg, also wenn er jetzt aus München immer wieder zurück nach Slowenien gefahren ist, dass er wahrscheinlich sehr, sehr oft über seinen Abschied nachgedacht hat und wahrscheinlich auch sehr oft darüber nachgedacht hat, wird er jemals wieder zurückkommen? Er galt als extrem schwierig. Das ist meiner Meinung nach völlig falsch formuliert und auch das unberechenbar ist nicht richtig, weil es hat fast immer klare Gründe gegeben. Und wenn es nur seine eigene Angst war. Wie kriege ich die Leute rum, dass sie machen, was ich will? Ne? Und da hatte er, das sieht man ja an diesem Probenfilm aus Stuttgart, einen hinreißenden Charme. Glauben Sie an Gespenster? Das ist sehr gut. Es ist für die Ouvertüre wichtig. Für die Länge der Ouvertüre glauben Sie bitte an Gespenster. Ja? Er hat für jede Phrase ein Bild geschaffen. Bitte sehr, sehr leise, sehr gespenstisch. Umgebt ihn, ihr Geister, mit dunkel beschwingt, ist das nicht? Umgebt ihn, ihr Geister. Er hat diese Bilder dann so formuliert vor dem Orchester, dass der Orchestermusiker eigentlich gar nicht mehr anders spielen konnte. Die richtige Unterlage für die Bläser sind wir noch nicht. Es muss wie ein Uhrwerk abschnurren. Das sind ganz mathematische Geister. Und die machen dann frei. Sie kommen zu spät. So ist es. Gut. Für mich blühte der ja am Pult immer auf. Der war ja ein ganz anderer Mensch als im Alltag. Im Alltag war er eher scheu, fast verklemmt, neigte auch zu ungeheuren Heiterkeits- und Albernheitsausbrüchen, fast pubertär. War ja ein altersloser Mensch. Da ist er mit meiner Mutter. Das ist lieb. Als er klein war, hat er dieses Lied gelernt, wo er gesagt, liebe Möwe fliegt nach Helgoland, bring dem Mädchen, das ich liebe, einen Kuss. Ich bin einsam und verlassen und ich sehne mich nach ihr. Und das hat er so lieb hingebracht, einsam und verlassen. Da waren 1000 Leute um ihn herum. Meine Mutter hat mal mir erzählt, dass sie geglaubt hatte, er würde nicht überleben. Also war er sehr, da habe ich ihn sehr geschützt und so weiter.
Alle Leute haben geglaubt, dass mein Vater, meinen Bruder irgendwie auf ihm los war und so weiter. Und das ist alles nicht wahr. Wir haben wirklich keine schrecklichen Erlebnisse gemacht. Bei uns das Einzige, was wirklich schrecklich war, dass wir mussten immer umwechseln, Sprache wechseln, Land wechseln und so weiter. Als Carlos ca. 18 war, ist er zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, ich möchte Dirigent werden. Und der Alte sagte, ein Kleiber ist genug, und schickte den Carlos nach Zürich, um Chemie zu studieren. Und Carlos hat in Zürich alles Mögliche getan, vor allem geflirtet, aber bestimmt nicht Chemie studiert. Ein Jahr später ging er wieder zum Vater und sagte, ich möchte Dirigent werden. Und da sagte der Alte, ja, also an mir soll es nicht liegen. Mein Bruder war, glaube ich, in Potsdam oder irgendwie und war unter einem Namen, er hieß Karl irgendwas, Ludwig oder was. Und da hat mein Vater gesagt, ich muss es zugeben, er hat, am Ende, aber ganz am Ende vom Leben meines Vaters hat er gesagt, also ich muss es zugeben, ich muss zugeben. Ich habe in Stuttgart zu tun gehabt, oder Intendant Schäfer, so eine besondere Zuneigung und Frühverehrung für den Kleiber hatte. Herr Doktor, das ist lieb, Herr Professor. Ich werde mir Mühe geben. Gut. Sie sind so blau heute, ich meine so augenblau und ganz so blau. Da war der Kleiber schon eine sagenhafte Figur, das war er ja überall. Wo er war um ihn herum schon ein wahnsinniger Ruf. Stuttgart war eine ganz wesentliche Phase in Kleibers Karriere, weil dort der Durchbruch kam. Er hat vorher zwar schon Erfolge gehabt und alles Mögliche gemacht, aber der wirkliche Durchbruch war in Stuttgart. Er hat in Stuttgart angefangen, mit Günter Reinhard Wotzek zu machen, eine Riesengeschichte, und dann dieser Freischütz mit Walter Felsenstein. Ein unglaublicher Erfolg. Kleiber wurde in Stuttgart ein Star. Er hat immer mitgesungen. Und hier bei dieser Stelle merkt man, dass er den Freischütz, diese Tod und Verzweiflung ganz besonders in den Schlag mitgenommen. Er hat also die rechte Hand und wenn man da die Pizzicati zum Beispiel sieht, wie tief er diese Pizzicati in den Bässen gespürt hatte, dass er wie ein Tropfen der Wolfsschlucht war. Nicht? Und dann aber auch sofort die Ruhe bevor dem Sieg, diese Tragik, wo sie sich Ruhe gehalten und die Konzentration, dann merkt man so, plötzlich wird die Hand ganz leicht und nur einen kleinen Topf, ein bisschen konzentriert und los. Nicht? Da sieht man dann auch, wie er dann den Strahl hat. Er hat also wirklich, man spürt, wie er mitgelitten hat, ja, mit der Agathe, weil wie wenn er sich direkt in der Wolfsschlucht befindet. Und dann eben das große Fest, nicht? Das ist ein magischer Moment in seinem Leben gewesen, wo er eigentlich gewusst hat oder zumindest ein Bewusstsein hatte, dass er im Grunde alles kann. Dann stand immer jemand am Vorhang mit einem großen Bier und das wurde aufgerührt mit der Gabel, aufgeschlagen, damit der Schaum, der vielleicht sich schon etwas gesetzt hatte, wieder ganz voll da war, vollmundig da war und das genoss er dann.
Schäfer hat zunehmend Kleibers Genie erkannt und war zunehmend bereit, viel für ihn zu tun, bis zu einer gewissen Grenze. Also es war öfters knapp, wo Schäfer ihn rausgeworfen hätte. Ja, ich finde, man sollte das Orchester erhöhen. Und scheinbar geht das nicht, weil die Stufen... Den an sich haben wir es ja höher gehabt. Ne? Die hauen sich den Kopf an, wenn die da eintreten. Da muss man dann so ein kleines Schild machen, Kopf einziehen. Ja, ein Kopf ist ja nicht wichtig, ne, Nein. im Theater. Aber vielleicht, das müssen wir mal ernstlich untersuchen. Ja, dieser Herr Schäfer, der viel Gutes getan hat. Er hat ja den Wieland inszenieren lassen. Also schon für die Kunst ein entscheidender Mensch. Und sich mit dem verrückten Carlos da rumzuschlagen und dessen Bedingungen versuchen zu erfüllen, sind große Verdienste von Herrn Schäfer. Oder Sie nehmen 2 Reihen raus. Ja, das können wir natürlich, klar. Das freut den Mai. Nachdem ja ausgerechnet der Rosenkavalier so ausverkauft ist, dass wir ihn zweimal verkaufen können. Oder? Ist wahr? Nehmen wir noch 2 Reihen raus. Er kommt ja zweimal auf. Ja, mehrmals. Zu der Zeit war ich der Soloflötist des Süddeutschen Rundfunks. Man hat das Gefühl, an der Schöpfung von Musik teilzuhaben, wenn er dirigiert. Also, Fagott und Flöte, Sie spüren diesen Moment nicht. Wenn er spielt, ist ohne Ritter-Nut, aber quasi Abschluss und Neuanfang, ganz weich. Einmaliger Moment. Sie spielen das so schön, dass ich mir nur einmal... Ja, das sehen Sie, das hören Sie so schön auf keiner anderen Aufnahme. Ja. Der Film ist ja 40 Jahre alt oder 45 Jahre. Und diese grauen Herren, nicht, also wie von Michael Ende da, diese grauen Männlein, nicht wie die da sitzen oder mit dem Rollkragenpulli, der Inbegriff der Aufmüpfigkeit der damaligen Zeit, 68er und so, aber ganz wenige, die meisten stocksteif. Aber wie er diese Menschen, die ja nicht viel mit ihm gemein haben, wie er die umwirbt, wie er die ihr Ego massiert. Klarinette, sehr schön. Es ist sehr schön. Nur machen Sie bitte nicht da da di di da, so di di da di da, di di da di, con anima. Sie werden sich wundern, dass ich damals so mache, so da sitze. Ja, weil ich geplatzt bin vor Wut, dass unser Solo-Klarinettist nicht da war, sondern nur der Stellvertreter. Fast, das wäre noch ein di di da di da. Dann wäre ein kleiner Übergang. Ja, schön. Wie er immer wieder abbricht und von einem Bläser jetzt was will und merkt, der hat jetzt das Maximum erreicht. Mehr kriegt er von ihm nicht. Ich werte das jetzt nicht. Ja, aber er lässt ihn dann stehen. Er spielt sehr, sehr schön. 2 Kleinigkeiten. Di, da, di, da, di. Ich mach's für Sie, dass ich hier warte. Nicht im Tempo bleiben. Di, da, di, da, di. Verstehen Sie, was ich meine? Er sagt nicht, na, das reicht mir nicht, sondern er weiß, das bekomme ich von ihm. Und er hat alles rausgeholt, was wahrscheinlich hat er weder vorher noch nachher so schön dann gespielt. Das hat nur er geschafft. Wir sind Bettler. Wir halten den Hut hin, wenn wir es kriegen, na gut. Nicht? 10 Pfennig für einen Kaffee, 10 Pfennig für einen Kaffee. Nicht? Sie wissen. Ich habe ihn nie als Riesendespot jetzt erlebt oder so. Gegenteil, also wir sind alle Bettler, diesen wunderbaren Spruch, den liebe ich heiß. Wir sind doch alle Bettler. Und ich glaube, das hat er auch so gemeint. Es hatte nicht zu allen Dirigenten sofort ein sehr guter Kontakt.
bestanden. Der hat sich manchmal eingestellt, manchmal auch nicht oder manchmal erst spät. Aber bei Carlos Kleiber war dieser Kontakt mit dem Orchester sofort da. Ich glaube, nur wenn man Menschen etwas zutraut, dann entfalten sie sich auch voll in ihren Fähigkeiten. Und das war bei Kleiber, das konnte man am Gesicht schon sehen, nicht? Also wie der einen aufforderte. Er sagte in diesem Film diese DVD da von der Probe in Stuttgart, ich möchte Sie beim Genießen beobachten. Genau das trifft es. Mich freut, dass es so viele Dokumente gibt, dass wenigstens das noch von ihm erhalten ist. Denn er hat alles verboten, jede Kamera, jedes Interview, jede offizielle Sache. Aber dass er dann erlaubt hat, dass da eine Kamera auf ihm drauf ist, wundert mich sehr. Und eigentlich passt es nicht zu dem Erscheinungsbild, was ich von ihm habe. Man musste um ihn immer Legenden herumdichten, denn man kann nicht sehr leicht an das wirkliche ihn kommen. Ich wollte nicht mit Leuten über die Sachen, die er machte, sprechen, denn ich habe gedacht, er gibt keine Interviews, was sollen sie mich befragen? Und sie wollten immer durch mich herankommen, da sie an ihn nicht herankommen. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht. Mein Bruder gibt keine Interviews und ich werde, was wollen Sie von mir? Und er hat gesagt, ja, man soll im Leben keine Spuren hinterlassen, chinesische Weisheit. Spuren hinterlassen, ja. Das ist einer, der heißt Zhuang Zhu, den habe ich da irgendwo. Und das ist ein von den chinesischen Dingen, mein Bruder hat ihn sehr geliebt. Ich habe ihm das geschickt und das wurde sein Livre de Chevet, das wurde immer auf seinem Nacht, das liebte er sehr. Er hat mir einmal ein Buch geschenkt, das habe ich, wissend um diese Begegnung, ist mir das irgendwie eingefallen, ich habe das herausgesucht. Das ist ein Buch, ich weiß nicht, was es ist, es hat keinen Umschlag mehr, den hat er abgemacht. Er hat gesagt, das hat er in der Badewanne oft gelesen. Es ist wirklich ungeheuer zerlesen. Überall sind gewaltige Anstreichungen. Wenn man darin blättert, das muss was Indisches sein. Irgendwelche Lebensweisheiten und Gespräche eines indischen Yogi. Da kommen schon ungeheure Dinge heraus, wenn man sie auf Carlos bezieht. Wir alle wissen um die gefürchtete Leere, die hinter unserer Lebensart lauert. Überzeugungen geben dem Leben den gewünschten Inhalt und Arbeit wird uns zum unentbehrlichen Rauschgift. Ihr zuliebe nehmen wir jede Entbehrung und jeden Nachteil in Kauf, machen wir uns jede Illusion zu eigen. Einmal, als er schon dirigierte und so, hat er mich angerufen und hat gesagt, es macht mir keinen Spaß mehr, was kann ich machen jetzt, ich will nicht mehr. Und ich habe gesagt, du kannst schreiben. Und er sagt, was kann ich schreiben? Was du willst, schreib, was du willst, es wird alles immer gut, was du schreibst. Okay, er hat aufgehängt und am Telefon war das und das war dann das Ende, dann hat er weitergemacht. Denn es hat sehr oft bei ihm eine Depression, Moment gegeben, wo er sich nicht mehr wohlfühlte in dem, was er tat. Das hat man auch gemerkt. He always tell me, so Plácido, you are exactly the opposite of me. You work
as much as you can, you know, and you are happy that way, is it? And I am very happy to work at less as I can, you know. Das Verhalten des Ichs ist entsetzlich eintönig. 4 Ausrufungszeichen, dicke Unterstreichungen. Er ging zu Sachen hin, wo irgendwie die Landschaft sehr schön war oder irgendwas oder es viel Geld gegeben hat und so. Aber die Geldgeschichte war für ihn ein Maßstab von seiner eigenen Wichtigkeit. Wir haben immer gesagt, es gab eine Bestechungssumme, für die er Gewisses gemacht hat. Die letzte Reise nach Japan, war das nicht mit Rosenkavalier? Das hat er sich sehr gut bezahlen lassen. Also davon konnte er Jahre leben, von dem, was die Japaner ihm da bezahlt haben. Rosenkavalier war ja, glaube ich, seine meist dirigierte Vorstellung bei uns und ich glaube auch seine wirklich, die ihm sehr am Herzen lag. Also die Bayerische Staatsoper war für Kleiber ganz wichtig, um auch seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Also deswegen auch die vielen Rosenkavaliere beispielsweise. Also Rosenkavalier hat er doch noch und noch und noch. Er hat Millionen verdient mit Rosenkavalier. Ich habe in unserem Maskenbildnerraum einen Monitor, damit ich die Bühne sehen kann und kann auch umschalten aufs Dirigentenpult. Und das habe ich bei ihm natürlich liebend gern gemacht und habe eigentlich immer die Leute bedauert, weil die ihn nicht sehen konnten. Die haben ja immer nur seinen Rücken gesehen, seinen Gesichtsausdruck. Das haben ja nur die Sänger gesehen. Als er nach München kam, zu den Rosenkavalierproben, war er von der ersten Stellprobe an dabei und verstand sich glänzend mit dem Otti Schenk. Und wir waren in kürzester Zeit eine eingeschworene Gemeinschaft. In einer Probe von Rosenkavalier hat er einmal gesagt, das dirigiere ich nicht und hat nur das Metronom laufen lassen. Er sagt, manchmal stehe ich auf, mitten in der Nacht. Und da ist er nur dabei gestanden und hat das Metronom gezeigt und gesagt, so, das könnte ich gar nicht besser dirigieren. Seine ungeheure Souveränität am Pult, die konnte ein Sänger gar nicht erfüllen. Und da gab es dann manchmal so Kärtchen, Visitenkarte. Warum hast du mir das angetan? Das kam dann vorher in die Garderobe. Und dann sagten, Carlos, um Gottes Willen, wir haben dir ja nichts angetan. Das ist passiert. Glaubst du, ich schmeiße mit Absicht? Ich kenne keine Straußoper, in der nicht mal irgendwo geschmissen wird. Ja? Aber sein Glück, wenn es klappte da oben, wenn alle zusammen das war, dann strahlte er. Wir sind zusammen mal nach Japan geflogen. Das war ein Gastspiel der Bayerischen Staatsoper in Japan mit Rosenkavalier. Und da haben wir lange nebeneinander gesessen im Flugzeug, auf dem Endlosflug, damals noch. Da hat er mir viel von sich erzählt und von seinen... Wir kamen ja nun beide aus einem Elternhaus, wo der Vater eine übermächtige Person war und... Da hat er wohl sehr drunter gelitten. Wenn er etwas gemacht hat, das mein Vater schon gemacht hat er immer gesagt, das kriege ich nie hin, so wie er das gemacht hat. Das kriege ich nie hin. Dann hat er es doch gemacht und es ging gut. Er hat
den Rosenkavalier von seinem Vater und den Figaro von seinem Vater, beides, glaube ich, mit Wiener Philharmoniker, als stilbildend geradezu empfunden. Hat auch die Sprünge, kleinste Sprünge, fast taktweise übernommen. Er war ja in den Vater verblendet. Ich musste ihm lang erklären, was an ihm besser ist als am Vater. Und das habe ich nicht zustande gebracht. Ich habe da keinen Millimeter von dieser Verehrung nachgelassen. Und da hat er mir diese Aufnahme geschickt und schreibt, Dear Healer and Friend, also lieber Heiler, hier ist der Rosenkavalier, den es gibt, unerreicht, ungestrichen, super, einmalig, genial, echt wienerisch, bis ins letzte 32. und bis ins letzte Wort etc. Und erst die Walzer, Jessers nach. Weber und Jurinatsch sind sensationellst. Sowas gibt's nie wieder. Hoffe, es geht euch allen gut. Ihr lieber Carlos Kleiber. Ein Hauptmotiv seiner Arbeitswut ist ja auch, dem Vater gleich zu werden oder ihn sogar zu übertreffen. Er hat ja nie etwas dirigiert, wovon er nicht entweder die Partitur oder die Stimmen oder eine Aufnahme von Erich Kleiber hatte. Erich Kleiber war eigentlich ein Dirigent, von dem gesagt wurde, später durch die Kollegen, dass er eben jemand war, der sehr scharf und sehr hart mit Sängern umgehen konnte und der ein ganz kompromissloser Arbeiter war, das wurde schon, also nicht der allersympathischste und kollegialste mit Sängern. Das kann man von Carlos nicht sagen. Wie man dasteht, damit fängt es an. Wie man sie anguckt, wie man Guten Morgen sagt. Zum Beispiel Erich war bekannt dafür, dass er kaum Guten Morgen sagte. Er sagte Beethoven. Absolut gerad und ohne Schnörkel. Ich würde sagen, schnörkellos. Wenn trotzdem ein Schwung, eine Eleganz reinkommt, dann war das nicht aus dem Schlag raus. Also ich kenne die Aufnahmen von Erich Kleiber, aber ich glaube, wenn man, genau hinhört, dann ist der Unterschied sehr wohl nicht nur da, sondern sehr groß. Nämlich dieses menschlich-emotionale, das der Kleiber in Klang verwandeln konnte. Diese Fähigkeit war dem Vater so nicht gegeben. Wenn man da durchfährt, also anheimelnd ist es nicht. Und er hat sich da dieses Haus gebaut, so ein Zweifamilienhaus. Gewohnt hat er wie ein moderner Hieronymus. Von Gemütlichkeit keine Idee. Dabei hat er Gemütlichkeit gern gehabt. Er ist gern weich gesessen. Und auch wenn er dort gewohnt hat, seine Frau war ja auch was ganz Seltsames, eine etwas herbe, würdige Nebenerscheinung in seinem Leben, die dann doch der Anker für ihn war. Sie war eine Tänzerin in, weiß nicht mehr, irgendwo, wo er war. Und er hat einmal zu ihr gesagt, würden Sie mal mit mir ausgehen? Und sie hat gesagt, nein, interessiert mich nicht. Und dann natürlich hat er die Kampagne angefangen und schließlich haben sie geheiratet. Und sie war ein Moment von großer Stabilität in seinem Leben. Wir waren dann mal eingeladen bei ihr. Das war ja sehr selten, dass man zu ihr geführt wurde. Das war so eine kleine, selbstverständliche Familie. So. Aber das war so seltsam und man hat das Gefühl, er ist auch zu Gast dort. Nun war er ja ein großer
Frauenverehrer, ein Womanizer par excellence und hatte sicher sehr viele Verhältnisse. Ja, ein großer Liebender. Treue ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es war auch eine Treue. Es war eine unauflösliche Ehe, die er mit ihr geführt hat. Können wir nach der ersten Fermata kein großes Crescendo, bitte? Ist alles schmachtend ist das Stichwort. Kennen Sie das? Weil ich muss lange zurückdenken an die Zeit. So schmachtend. Mindestens 3 Wochen. Schmachtend. Nicht schmachtend. Schmachtend. Das kleine Haus hat nie Wagner gespielt, wo ich zu Hause war. Und dann kam ich an die Oper in München und habe gedacht, also Wagner, ich weiß nicht, da finde ich gar keinen Zugang und so weiter. Und dann hat er sich wirklich mit der Partitur hingesetzt und hat mir also den Tristan nahegebracht. Und also heute kann ich es, ohne dass ich Tränen in die Augen kriege, gar nicht hören, den Liebestod oder so, weil das ist so irrsinnig, wie er mir das auch erklärt hat. Und natürlich liebe ich heute Wagner über alles und bin auch nach Bayreuth zu seinem Tristan und war ja der einzige Jammer dort, dass man ihn nicht gesehen hat. Unvergesslich und von allen Sängern, die mit ihm arbeiten durften, konnten, waren ja auch seine Arme, nicht seine Hände, seine Arme. Diese Arme, die eine ganz spezielle Aura hatten. Die Maestri non cantano, die Maestri singen nicht mehr. Der Kleiber hat gesungen. Etwas mädchenhafter, die Isolde fühlt sich wieder wie bei der ersten Kommunion. Für sie ist es schön, das Sterben, nicht? Nur die Zuschauer weinen. Er lebt diese Musik, während er das dirigiert, als wie etwas ganz Eigenes und ganz Neues und nur jetzt stattfindendes. Durch zuchtvolles Streben nach einem bestimmten Ziel kann der Verstand Selbstmord begehen. Aber der Tod ist nicht still, der Tod schreit noch viel lauter als das Leben. Das hat er sich auch unterstrichen.
Wir waren uns da sehr verwandt. Wir sind beide mit dem Sterben nicht zurande gekommen. Vor allem mit dem Sterben der anderen. Er nicht einmal mit seinem eigenen. Gibt es neue Werke? Kann ich noch etwas bringen? Ich glaube, diese Frage muss er sich jedes Mal gestellt haben, als er von München oder von Salzburg aus nach Slowenien durch Österreich gefahren ist. Everybody wondered why he was not doing more. Gern hätte ich einmal ein Chorkonzert mit ihm gehört. Gern hätte ich einmal ein Verdi-Requiem gehört oder eine Mahler-Symphonie oder auch ein Violinkonzert oder Klavierkonzert. Das sind sehr viele Wünsche offen geblieben. Irgendwas hat da nicht Schritt gehalten. Mit dem Genie oder mit dem... Ich war ganz verzweifelt. Er hat durch die doch sehr selektive Auswahl seiner Musikstücke auch gewusst, wo er wirklich gut ist. Das ist doch gerade das Wunderbare und das Große, dieses universelle Können und Wissen, das Nicht-Spezialistentum. Und sich dann bewusst beschränken, nicht? Vermutlich bewusst eben aus diesen Skrupeln, aus der Selbstkritik heraus oder auch aus den Vorlieben heraus. Nur das machen, mit dem er sich 1000%ig identifizieren konnte. In the monologue of Otello, when I have out of nothing the phrase "Ma pianto dolor, ma rapito il miraggio," we have finished something and my eyes, they were just close, and we just have to start the phrase. And it was amazing because we always have the same second to depart together. Er konnte eine Bewegung machen und dann plötzlich beschleunigen, wenn es die Musik verlangt. Er konnte plötzlich etwas Schwebendes machen. Er konnte plötzlich eine Gestik machen, wo er spürte, es braucht die Musik einen Fluss. Of course I like very much to sing legato, but with him it was no other way but to sing even more legato than ever, because you see it in his arms, so an endless line of beauty. Es gibt die Möglichkeit hier, es ist ein Zweivierteltakt, ich mache das jetzt ein bisschen technisch, ja? So ist die oder man kann es in 1 direkt, jedes Mal gebe ich immer einen Schlag, also 1, 2, 1, 2, oder ich mache. Was hat Carlos Kleiber gemacht? Er hat sich weder um das eine noch das um das andere gehört. Er hat diese Musik, dieses Ja, hat er einfach hat es in die Hand mitgenommen, einfach mitgenommen. Jeder hat es verstanden. Ich glaube, hat er auch mal zugegeben, dass er schon vor dem Spiegel trainiert, also Posen und so. Er war kein Positeur, aber also er wusste schon, wie er eine Geste bringt und wie sie schön aussieht. Das hat auch immer ein bisschen was Tänzerisches gehabt, sehr ästhetisch.
Und eben diese Gestik hat er ziemlich genau, fast choreografisch genau festgelegt. Das Eindeutige, ein Klare nicht nur im Schlag, in der Zeit, im Timing verstanden wird, sondern noch viel mehr im Ausdruck. An manchen Fotos weiß ich sofort, ist es jetzt Johann Strauss oder Beethoven. Ich kann es unterscheiden, das sieht man halt vom Ausdruck. Und dieses Jubeln, das ist halt einzigartig. Ne? Das ist jetzt Fledermaus, allumfassend begeistert. Ja, das ist zum Beispiel eins, da sieht man also deutlich, dass es sich nicht um Strauss beschwingte Walzermusik handelt, sondern um Beethoven. Da ist er verhaltener. Das ist hier Akademiekonzert, der Bernstein besucht in Kleiber. Da bin ich natürlich schon recht stolz, weil das ist das einzige Bild, das es halt doch gibt. Das freut mich. Die beiden waren anreizend, haben mich reingelassen, was ja auch nicht sehr selbstverständlich ist. Und hier ist die Pam Coburn. Sie hat ihr Debüt in München mit Kleiber, Fledermaus, Rosalinde. Das ist ja sowieso ein besonderes Glück für sie gewesen. Und hier hat er also die Pam vor lauter Glück, wie schön sie das gesungen hat, am Schminktisch, ist ihr näher gekommen. Hier ist mit Bernd Weikl noch dazu, auch in der Fledermaus, die Happy Three. Also die Proben verliefen immer sehr konzentriert, natürlich große Anspannung. Jeder wollte es auch richtig machen und musste auch reagieren auf den Dirigenten. Aber das Schöne war für alle Mitarbeiter des Hauses, dass es ja immer in allen Büros gibt es Lautsprecher. Und die haben ja ihre Zimmer nicht mehr verlassen, weil sie die Proben auf diese Weise akustisch miterleben konnten. Fledermaus. Musik und ich weiß, wie schwer das ist, auch zu interpretieren ist, damit es leicht und schwungvoll und in der Tradition auch ist. Carlos Kleiber, mir scheint, hat das alles nicht nur aufgesogen von seinem Vater gelernt, hat es auch gespürt. Am schönsten ist, wenn er, wissen Sie, ich kann das nicht dirigieren, Sie müssen das selber spielen. Ich meine, das ist natürlich Psychologie Seite 3. Dieses 14, das ist sehr schwer. Das kann ich nicht dirigieren. Ich meine, es gibt auch noch welches, was ich nicht kann, aber das auch ganz Besonderes. Wer da drauf reinfällt, ist ja nett, nicht? Aber ich meine, das schlagtechnisch zum Beispiel, es gab ja Kollegen, die meinten, naja, der kann ja nicht gut schlagen, weil er immer so unendlich weiche Bewegungen machte. Allerdings, wenn es prägnant war, dann, das kann man ja auch sehr gut sehen, diese Spitze des Taktstockes. Ein super Staccato. Ein echtes Staccato. Wenn, sagen wir, 5% spielen, vielleicht gehen Sie mehr runter, mehr an die untere Hälfte. Ich war ein richtiges Staccato. Jetzt gibt er das erste Mal eine technische Anweisung, was eigentlich ganz selten ist. Das ist Staccato, aber es ist nicht das Staccatissimo. Aber ein Schlagzeuger. Ein Rhythmusgefühl war immer ungeheuer präzise und war für ihn was ganz Wichtiges. Doch so leicht, nicht? Und jetzt ist es eine Übung, so eine Pflichtübung. Es geht so in der Seite. Staccato ist sehr schwer. Staccatisten bitte für die Stelle. Und dann immer so, bitte, bitte, bitte. Und dahinter steckte, wehe, du machst nicht, was ich will. Aber man hat es gern für ihn getan, weil er eben einen mitgerissen hat. Allein wie er den Taktstock hält, wie als ein Zirkusmanager,
ist nicht bös gemeint und nicht schlecht gemeint, um Gottes Willen, ja, sondern einfach weiß ganz genau, hier kriegt er ein leichtes Staccato hin. Mit dieser Gestik, dann könnte er nie. Da hätte er den Effekt eines Traurigseins. Die Gäste, die hinunterschauen, diese Gestik ist immer etwas von depressiv, melancholisch. Diese Gäste, die hinaufschaut, das ist etwas spitz und das wusste er ganz genau. Er hat eine wunderbare humoristische, schauspielerische Seite gehabt. Faschingsdienstag gab es ja regelmäßig Fledermaus von Otto Schenk. Und in der Pause hat er sich umgezogen, also zum 3. Akt. Und jeder war schon gespannt, was macht er denn jetzt? Es war ein großes Geheimnis durchs ganze Haus. Jeder wollte schon vorher wissen, aber alle Türen waren verschlossen. Es war sehr spannend. Es war so, dass er gesagt hat, also bei euch ist ja heute überhaupt keine Stimmung. Was habt ihr denn? Dann ging er raus und es war also die erste Pause und da kam er, das Publikum ist aber heute auch so trocken. Und er hat also nur gemeckert, dass es also überhaupt kein Funken überspringt. Und da habe ich gesagt, ja dann mach doch du was. Immer müssen wir oder sollen wir lustig sein und so. Und da hat er so überlegt und hat er gesagt, ja, was soll ich denn machen? Und da habe ich gesagt, ja dann lass dich doch schminken. Ja, aber es muss gut sein, es muss gut sein. Da sag ich, ja klar muss es gut sein. Hier ist er als Boris Becker. Da hat man wieder seine komödiantische Fähigkeit voll genießen können. Er hat den ganzen restlichen Abend den Ball in der Hand gehabt. Manchmal hat er sogar in die Luft geschwungen und mit dem Schläger hat er dirigiert. Und die Haltung und eigentlich auch Gesichtsausdruck, kann man sagen, deckungsgleich. Unglaublich, der hat den Boris Becker wirklich studiert. Beim Boris Becker, da muss er also Tage oder Wochen, glaube ich, mit dem Racket, also mit dem Ball, dieses das hat er dann mit dem Tennisball gemacht. Wir hatten Todesangst, dass das irgendwie in die Jelly fällt oder so, aber das hat er perfekt beherrscht. Das war der Beruf ad absurdum geführt durch ein übermäßiges, gewaltiges Talent. Und komödiantisches Talent und eigentlich der Beweis, dass man nicht Takt schlägt, sondern genau den richtigen Punkt auch mit Stricknadeln und mit Tennisbällen erwischen kann. Er war ja auch ein grandioser, Entschuldigung, das ist ein bisschen ordinär, Verarscher. Also er hat ja die Leute auf den Arm genommen, das ist ja unwahrscheinlich. Ich kenne das aus eigener Erfahrung auch. Aber er hat mir zum Beispiel erzählt, ist er in Wien mal abgehauen, also ein paar Mal eigentlich. Er hat auch, glaube ich, 3 Proben gemacht und dann ist er eben gegangen. Und es ging um sehr viel Geld. Also Japan-Tournee, Schallplatten, Fernsehen, alles hat er hingeschmissen. Und da habe ich mit ihm mal geredet, oder er mit mir, wie auch immer. Da sagt er, naja, wissen Sie, nee, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Aber schauen Sie, ich dachte mir, wenn ich jetzt im Hotel in die Lobby runtergehe, ne? Und wenn die jetzt da wären und vielleicht sich sogar hinknien, ich wäre umgefallen. Ich sag's Ihnen, ich wäre wieder zurück und wir hätten alles gemacht. Aber keiner war da. Allerdings, ich bin auch durch den Hinterausgang rausgegangen. Er ist immer wieder zurückgekommen. Auch wenn es diesen Eklat gegeben hat, der hat er gespürt, dass möglicherweise in Wien eben doch noch manchmal die Zeit auch stehen geblieben ist. Man spürt noch immer, dass da Bruckner, Brahms, Mozart, Beethoven, Gustav Mahler, Dvorak, dass diese großen Komponisten hier in dieser Stadt gewesen sind. Er konnte das mitnehmen, auch wenn er Chinese gewesen wäre. Mit seiner seelischen Konstitution konnte er wienerische Musik, österreichische Musik besonders gut darstellen. Die tiefe Heiterkeit, aber auch die tiefe Traurigkeit eines großen Wiener Walzers, aber auch der Walzer im Rosenkavalier, das passt zu ihm. Ja. Das war seine Musik. Er war ja ein Meister des Rubato-Spiels, des Dirigierens. Er konnte Übergänge von einem Heiteren in das Melancholische so elegant und so raffiniert lösen, dass man immer wieder staunt, wie ist das möglich. Er wechselt ein Tempo, ein heiteres Tempo in ein etwas trauriges Tempo, nimmt es zurück, ohne dass man es merkt und man ist dann plötzlich in einer völlig anderen Stimmung. Oje, wie rührt
wichtig. Und auch die kleine Trommel so hineinschleichen. Es muss eine Verschwörung sein. Diese schizophrene Mischung von, es wird traurig, nein, es wird lustig. Sie müssen mal, egal was er macht, Sie müssen nur die Übergänge hören. Das finden Sie. Furtwängler hat manchmal solche Übergänge zustande gebracht, die beim Kleiber aber immer funktionieren. Er war ja ein Meister der Übergänge. Das war einfach alles so Gott gegeben, so Natur gegeben, seine Art zu dirigieren. Wie weit er darüber und darum gerungen hat, das weiß ich nicht. Ich bin ein Mensch sehr langsam vom Begriff. Ich komme jetzt langsam drauf, wo es fehlt hier. Ich glaube, Sie werden mir recht geben. Die Achtel sind zu nikotinarm im Rauch. Sie spielen dim, di da ta, dim, da da dim. Wir müssen ein bisschen mehr Teer haben. Ein bisschen giftiger sein. Es war auch immer so eine kleine Atemlosigkeit in seinem Sprechen, nicht? So ein vor lauter Vorandrängen innerlich. Man ist schon besoffen, nicht so besoffen, dass man kaum gehen kann, aber dass man gerade, nicht? Autofahren, dass man noch gerade Auto fahren kann. Etwas giftiger die Achtel. Etwas mehr Nikotin drin. Nur die Achtel. Ja? Und dieses Mal ist Fortissimo. Das erste Mal ist nur Forte. Versuchen wir es einmal auf Fortissimo, die Stelle. Je schlechter die Aufnahmen sind, umso größer diese Ritardandine. Also grauenhaft. Die sind ja bei ihm auch da, aber die sind wirklich auf den Punkt und minutiös. 21. Wir spielen durch ohne Unterbrechung bis Schluss. Bitte. Ich unterbreche mal nicht. Nehm's mir vor. Nun hatte er das Glück, groß und schlank zu sein, also in seiner besten Zeit. Die meisten Dirigenten sind klein, nicht? Und müssen noch überautoritär agieren. Das ist gut. Herrlich. Fantastic, no? The speed at the end, you know, to the piccolo. It's difficult to say, you. The phenomenal speed, but he obtained it. He obtained what he wants, you know. Das ist für mich also eine Offenbarung. Das kann man anders machen von mir aus, aber auf keinen Fall besser. Also, anders glaube ich, kann man es anders machen. Er hat ja nie bei den Festspielen dirigiert und hat sich auch geweigert, da zu dirigieren. Ich glaube, dass dieses ganze Brimborium, das um die Festspiele, dieser Star-Rummel, dieses doch natürlich Elitäre, das hat er einfach nicht wollen. Ich meine, er ist gekommen und ist mit seinen Turnschuhen und einem Nylonsack in der Hand, ist er ins Café Tomaselli gegangen, hat sich ganz hinten hingesetzt. Da gibt es so ein kleines Extrazimmer, dort hat er gefrühstückt und hat die Zeitungen gelesen. Er war eine Zeit lang fast alle 2 Wochen da. Er war wirklich regelmäßig da. Bemerkenswert war, dass er immer, wenn er gekommen ist, bei der Herreise und bei der Rückreise am Grab von Karajan war.
Der ist manchmal auch in der Nacht nach Hause gefahren und ist dann noch am Friedhof gegangen und hat beim Wegfahren noch Karajan besucht. Er hat zwei Musiker über alles geschätzt. Das war natürlich sein Vater, den er also praktisch vergöttert hat. Und Karajan. Und der Karajan war auch eine Art Vater von ihm. Mit allem Durchschauen des Sohnes, wie der Vater wirklich ist. That was one of the things that you can be almost sure that you will find Carlos Kleiber when Karajan was doing a recording or rehearsal. Es war also immer ein sadomasochistisches Zuschauen, das natürlich im üblichen Sinne Verehrung genannt wird. Ich glaube ihm kein Wort von Verehrung. Aber unterm Strich bleibt es Verehrung. Und wenn er dann zum Grab geht, weiß ich nicht, ob das aus schlechtem Gewissen geschieht oder aus nostalgischen. Er hat überhaupt den Tod nicht sehr gern gehabt. Er hat das nicht gemocht, dass Menschen sterben. Er dirigiert nur, wenn er Geld braucht. Hat man ihm nachgesagt in den lange letzten Jahren. Schon eine ganze Spanne. Alles Quatsch. Ich glaube, er war so selbstkritisch und so voller Skrupel. Das ist, glaube ich, schon der Fall gewesen, dass er glaubt, dass er seiner eigenen Legende nicht mehr gerecht wird. Carlos Kleiber ist ein bisschen aufgeblähter gewesen. Er ist ein bisschen träger geworden. Sein Gesicht ist auch ein bisschen aufgegangen. Möglicherweise hat man da auch gedacht, oh mein Gott, wie lange wird er dann noch leben können. Aber es ist absolut zu früh gewesen. In dieser Zeit, als er das letzte Mal die Wiener Philharmoniker dirigiert hat. Dann war eine lange Pause und dann habe ich mal ein Konzert noch mitgemacht, ich glaube in Ingolstadt oder wo. Ja. Und da bin ich ungern hin, weil ich hatte ja einfach ein Bild noch. Ne? Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Es war dann auch wunderbar, aber man hat schon einen Unterschied gemerkt. Also diese blinde Zusammenarbeit, das war weg. Da hat er dann auch natürlich mal ein Konzert für die Familie dirigiert, so nicht einmal Charity, sondern einfach aus Gaude. Ne? Ich weiß gar nicht, was er dirigiert hat. Wahrscheinlich sein Repertoire, den Coriolan und den Brahms. Es hat dann durch seine spätere Erkrankung sehr viel dazu beigetragen, dass er einfach auch körperlich für eine sehr lange Oper oder langes Konzert nicht so belastbar war. Aber ein Teil seines Zurückziehens aus dem Konzertbetrieb war sicher darin begründet, dass er das Gefühl hat, er wird seinen eigenen Ansprüchen nicht ganz gerecht. Der Rückzug. Er wird seine Gründe gehabt haben. Und ich glaube, dass er ein unergründlicher Mensch war. Wir werden ihm nicht auf die Schliche kommen.
Wir können so viel über ihn nachdenken, das macht ihn ja auch so interessant. Wissen werden wir es nie. Ich glaube, dass er die engste Bindung zu Slowenien gehabt hat, weil er davon eigentlich immer am liebsten geredet hat, ne? Und auch immer wieder hingefahren ist. Und er war unerreicht, für mich zumindest und ich glaube für viele andere auch. Und also in so einem tollen Moment zu sagen, es ist genug, es gibt gar kein Drüber mehr, ist ja auch toll, wenn man es kann. Ich weiß nicht, was er am Ende wollte. Er hat immer gesagt, ich bin viel zu alt, ich kann schon nichts mehr. Er hatte diese Prostata-Geschichte und ich weiß nicht, Mutti und andere haben ihm gesagt, weißt du, das kann man schon fertig kriegen, du besuch meinen Arzt und so weiter. Und er hat gesagt, ach wo. Er wollte es einfach nicht wahrhaben und hat so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt. Und er war überhaupt nicht bereit zu leiden und das wollte er auch nicht. Der wollte halt nicht mehr. Er hat gedacht, ich bin schon auf der anderen Seite. Und ich bleibe nur eine Zeit noch hier. Ein Teil von mir ist noch hier, aber er war. Ich weiß nicht, wie das ist. Es war halt so. Vielleicht hat er seinem Schönheitsideal nicht mehr entsprochen. Es ist kein Grund, das Leben zu beenden, aber für ihn offensichtlich. Er hatte vermutlich alles gegeben, alles gesagt, alles getan. Sein Kreis war ausgeschritten. Das Bergdorf glaube ich schon, dass das sehr gut zu ihm passt und es ist wohl richtig gewählt, dort also die letzte Ruhe zu haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, der ist einfach auch zum Sterben an diesen Ort gegangen. Also das finde ich irgendwie, da schließt sich sein persönlicher Kreis und das finde ich in Ordnung. Seine Frau war sehr religiös, sehr katholisch und am Ende wurde er auch sehr irgendwie mystisch, ich weiß nicht. Er war sehr, es war für ihn alles wichtig, was für mich und meine Mutter und so waren absolut unwichtige Sachen. Für ihn wurden das plötzlich wichtig. Aber ich glaube, es war vor allem von seiner Frau kam das. Ich glaube, dass wenn sie nicht gestorben wäre, wäre er auch noch am Leben geblieben. Das war einer der schwersten Schocks für ihn, dass die Frau plötzlich weg ist. Er hat mir auch einmal geschrieben, dass er sagt, also seit Mutter Courage ist gleich Stanka, seit Mutter Courage nicht mehr ist, hat er viel verloren. Ich habe schon gehört, als seine Frau starb, die starb glaube ich ein halbes Jahr früher, nicht, dass es ihm schlecht ging. Und ich habe das natürlich mit diesem Tod in Verbindung gebracht und nicht jetzt mit einer Krankheit. Irgendeiner von seinen Kindern, glaube ich, kam dahin und hat gesehen, dass er ganz ruhig ausschaut und hat gesagt, ach wie gut, dass er endlich einmal nicht so geplagt ausschaut und er war tot. What he left us, it was unbelievable. And what he left us also is a tremendous emptiness of losing a friend and a genius. Es war ein Zauberer, der hatte also
es fertiggebracht hat, durch seine Persönlichkeit und seine Intensität auch, die Menschen zu faszinieren. Und dafür Danke zu sagen, das täte ich schon gerne. Ich werde ihn heute noch beschimpfen, dass er nicht viel, viel mehr dirigiert hat. Und dann wäre er wahrscheinlich wieder böse. Bist du jetzt glücklich? Denkst du manchmal noch an uns, die wir alle so intensiv dich geliebt haben, mit dir gearbeitet haben? Mein armer Bruder, wie es heißt im Lohengrin. Mein armer Bruder. Und mein Bruder hat gesagt, siehst du, das bin ich, dein armer Bruder.